Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal rund um den Škoda Enyaq. Mein Name ist Matthias und das hier sind die Fragen und Antworten rund um mein Einjahres-Review über den Škoda Enyaq. Wenn du dieses Video noch nicht gesehen hast, der Link ist hier oben und auch unten in der Beschreibung, unbedingt vorher ansehen. Denn dieses Review, das hat doch mehr Wirkungen in unterschiedliche Richtungen gehabt, als ich es mir vorstellen konnte. Und damit einhergehend auch jede Menge Fragen. Und ein paar Antworten möchte ich mit diesem Video darauf liefern. Auf geht's! Das Review-Video war gemessen an der Größe meines Kanals extrem erfolgreich. Mehr zu den Statistiken später im Video. Und was ich besonders hervorheben möchte, das ist die Menge an Kommentaren und an E-Mails, die ihr geschrieben habt, teils sehr lang und ausführlich mit konstruktiver Kritik, was für einen regen Austausch gesorgt hat. Dafür ganz, ganz vielen herzlichen Dank. Das weiß ich enorm zu schätzen und das ist eine der Stärke hier auf dem Kanal, dass wir so sachlich und so gut diskutieren. Was uns auch eint, das sind die Mängel oder die Probleme, die wir mit dem Enyaq haben, denn die sind für euch tatsächlich nahe bei dem, was ich in meinem Review gesagt habe. Da ist zum einen die Wintertauglichkeit, der extrem hohe Verbrauch, vor allem verglichen mit dem Sommer, und die schlechte Ladegeschwindigkeit am Schnelllader. Beides zurückzuführen auf das noch nicht wirklich ausgereifte Thermomanagement in diesem Auto. Und der zweite Punkt, der uns da sicher auch alle eint, das ist die MyŠkoda-App mit sehr eingeschränktem Funktionsumfang und häufigen Fehlern, wenn es um die Serververbindung geht. Etwas anderes, das habe ich unter dem Begriff Flugkapitän-Syndrom zusammengefasst. Das habt ihr auch sehr oft geschrieben. Oder ihr wisst, beim Flug, am Flugzeug diese Remove Before Flight Sticker, wo der Flugkapitän kontrollieren muss. So geht es vielen von euch im Enyaq, dass ihr vor der Fahrt erstmal jede Menge Sachen einstellt, Assistenten abstellt, Fahrprofile setzt, damit ihr losfahren könnt, wofür es ja prinzipiell die Profile haben sollte. Auch schön zu sehen, vielen von euch hat mein Vergleich gefallen mit einem Benzin- oder Dieseltank, also dass man mit einem 77 Kilowattstunden Akku im Prinzip nicht mal einen 8 Liter Dieseltank im Auto hat und trotzdem irgendwo zwischen 300 bis 500 Kilometer fahren kann. Ein anderes Thema, das ganz stark aufkam, das nenne ich einfach mal die Erwartungshaltung rund um die Update-Politik. Warum sind wir eigentlich heute so aufgeregt, wenn wir bestimmte Funktionen mit dem Update nicht bekommen, wie jetzt beispielsweise alte Enyaqs, die die Schwarmdaten nicht bekommen haben? Und mancher von euch schreibt da, naja, aufregen, warum eigentlich? Das sind ja gar keine zugesicherten Sachen gewesen, als ich das Auto gekauft habe und im Prinzip ist es Bonus, wenn ich das bekomme. Warum regt ihr euch auf? Und dann gibt es natürlich auch die Fraktion, die sagt, nein, ich erwarte, dass ich bei Updates auch die Funktionen bekomme, die spätere Autos, also die später vom Werk ausgeliefert wurden, bekommen haben. Das ist irgendwo auch Teil dessen, was ich gekauft habe. Das hat der Konzern versprochen. Ja, das verstehe ich auch, diese Position. Die wird vor allem auch ganz stark durch das Marketing von Škoda oder von VW genährt. Und ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht und mich gefragt, wo ist eigentlich der Unterschied zu früher? Weil früher haben wir nach diesen Updates rund um die Software nicht so sehr geschrien. Ja, das eine ist die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Auto hier ändert. Ja, früher gab es im Normalfall so alle 4 bis 5 Jahre ein Facelift von einem Auto und jedem war klar, das ist dann so ein bisschen wie ein neues Auto und dieses gefaceliftete Auto kann halt auch einfach ein bisschen mehr als den ich vor 5 Jahren gekauft habe. Das gilt heute gefühlt halt nicht mehr. Der Škoda Enyaq hier ändert sich mit jedem Modelljahr und Modelljahr heißt hier nicht einmal jährlich, sondern zum Teil alle 6 Monate. Ja, wird hier andere Hardware verbaut und das fühlt sich dann für uns so an, als würde er schneller entwertet werden. Früher war uns klar, wenn der Facelift nach 5 Jahren kommt, dann wird mein Modell ein bisschen weniger wert sein. Aber wenn ein Facelift nach 6 Monaten kommt und alle 6 Monate gefühlt, ob das stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, dann fühlt sich das schneller nach Entwertung des eigenen Autos an. Und zum Teil sind die Änderungen ja wirklich auf dem Niveau von einem Facelift. Nehmen wir beispielsweise mal die seitlichen Sensoren, die dann das trainierte Parken und auch den Spurwechselassistenten bringen. Und der zweite Punkt für mich, die Welt, in der wir leben, macht eine Update-Politik vor, bei der man neue Funktionen auf alten Geräten bekommt. Ein Beispiel, das wäre Apple und mittlerweile auch Microsoft mit ihren Updates. Ja, früher musste ich bei Microsoft jede Windows-Version neu kaufen. Ja, heute wird sie geupdatet. Apple macht das sowieso schon immer so. Heute kann ich mir im Prinzip ein MacBook kaufen
Und ja, ich weiß, die nächsten x Jahre bekomme ich immer wieder das neue Betriebssystem auf die alte Hardware mit drauf. Aber Achtung, ihr bekommt nicht immer auch alle Funktionen mit. Ja, vielleicht ist ein iPhone ein besseres Beispiel. Natürlich bekommt ein iPhone 14 das gleiche Betriebssystem wie ein 13er, ein 12er, ein 11er und so weiter. Aber neue Funktionen in der Hardware bleiben da auch den neuen Modellen vorbehalten. Aber rein von der Software her bin ich bei euch, bekommen alle das Gleiche. Und ja, unsere Apps auf dem Smartphone, die bekommen auch ständig Updates und neue Funktionen. Wir haben uns also daran gewöhnt, dass wir das bekommen. Und bei anderen E-Autos läuft es ja ähnlich, gerade jetzt vor allem bei Tesla. Und das weckt Erwartungshaltungen, wo Škoda nicht klar kommuniziert, wie sie damit umgehen. Und hier merken wir, wie wichtig gute Kommunikation ist, wie wichtig es ist, Erwartungshaltungen von Kunden abzuholen und zu adressieren, damit solche Themen nicht aufkommen und nicht zu Unzufriedenheit führen können. Viele Kommentare drehten sich logischerweise auch um den Inhalt des Videos und mit anderen Sichtweisen. Und die am meisten genannten Punkte waren, Funktion XY, die im Video nicht erwähnt wurde, ist aber auch nicht in Ordnung. Warum hast du das nicht erwähnt? Und du sagst, die Funktion XY ist gut, aber das ist sie bei mir überhaupt nicht. Warum sagst du das? Nun, wie eingangs vom Review ja schon erwähnt, es ist meine persönliche Erfahrung und mit dem Enyaq macht jeder seine eigenen Erfahrungen. Warum habe ich nicht alles erwähnt, was nicht in Ordnung ist? Manche Sachen sind mir persönlich einfach nicht wichtig und ich bin ehrlich, an manche Sachen habe ich auch einfach nicht gedacht. Das Review war sowieso schon sehr lang und da fallen einfach Sachen unter den Tisch und zu guter Letzt andere Sachen musste ich auch einfach rausschneiden, weil es sonst zu lang geworden wäre. Und bei den Sachen, die ich persönlich gut finde, größter Kritikpunkt hier von euch in den Kommentaren war vor allem der Lane Assist. Und warum sage ich das? Naja, es sind meine persönlichen Erfahrungen und die können ganz stark davon abweichen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Das nächste war das Thema One-Pedal-Driving. Da gab es auch diverse Kommentare, die gesagt haben, aber hey Matthias, der bleibt doch stehen, der Enyaq, der fährt doch gar nicht weiter. Ja, ihr habt Recht und Unrecht zugleich. Wenn ihr nur mit dem Beschleunigungspedal fahrt, dann bleibt er nicht stehen. Sobald ihr die Assistenten dazuschaltet, also den PACC oder den Travel Assist, ja, dann bleibt der Enyaq auch stehen. Allerdings kommt das nicht vom One-Pedal-Driving, sondern vom Fahrassistenten, der halt erkennt, dass vor euch ein Auto ist, das anhält und dahinter auch anhält. Sobald ihr den Assistenten ausschaltet, habt ihr kein echtes One-Pedal-Driving und von daher hoffe ich nach wie vor, dass wir das bekommen werden. Ein weiteres Thema, das war Plug and Charge. Da haben vor allem Besitzer von Enyaqs mit der Software ME 3.1 logischerweise zurechtgeschrieben. Aber hey, mit 3.1 kommt das doch. Ja und nein. Natürlich, die Autos, die jetzt mit 3.1 ausgeliefert werden, die haben Plug and Charge. Aber ob das ein Enyaq bekommt, der nicht mit 3.1 ausgeliefert wurde, das weiß ich halt nicht. Ja, jetzt könnte man sagen, ja klar, ihr bekommt doch die 3.1, aber denkt mal an das zurück, was ich eben gesagt habe. Alte Autos bekommen bei Škoda mit dem Software-Update eben nicht alle neuen Funktionen. Und mein Musterbeispiel hier ist der Traction Mode bei den Fahrprofilen. Da hat es auch immer gehießen, mit der ME 3.0 bekommt ihr den Traction Mode für eure Allradfahrzeuge. Die mit ME 3.0 ausgeliefert wurden, haben den. Mein geupdateter 80X hat den nicht. Und dann war da noch das Thema rund um den Batterietest, wo ich gesagt habe, naja, ich habe jetzt hier nicht den offiziellen Batterietest von Škoda, sondern nur meine eigenen Berechnungen. Da kam halt auch, aber es gibt doch diesen Test vom ADAC in Deutschland oder TCS in der Schweiz oder vom ÖAMTC in Österreich. Da habt ihr recht, aber das ist nicht der Test von Škoda. Soweit ich weiß, ist das überall der Test von der Firma Avilo aus Österreich. Dieser Test ist mehrfach kontrovers diskutiert worden, weil sie mit einer anderen Kapazität der Batterie rechnen, weil sie natürlich auch ihre eigenen Daten haben. Ich möchte hier gar nicht auf den Test selber eingehen oder auf weitere Punkte hinsichtlich dieser Diskussion. Letzthin möchte ich halt vom Werk von Škoda nach ihrer genormten Testmethode eine Antwort haben. Das Thema kommt in einem eigenen Video und weil es eben diesen Avilo-Test gibt und weil den so viele machen, habe ich den auch bestellt. Ich werde also hier meine eigenen Berechnungen machen. Ich werde versuchen, weiterhin an die Ergebnisse von Škoda zu kommen und ich werde den Avilo-Test machen und das gibt ein separates Video und da werden wir das dann auch ausführlich diskutieren. Neben den Fragen, die rund um den Inhalt entstanden sind, vor allem auch, weil ihr anderer Meinung wart,
gibt es natürlich auch Fragen, die aus dem Video selbst entstanden sind, wo ich nicht genauer auf gewisse Aussagen von mir eingegangen bin. Und eine am häufigsten gestellte Frage, das war, wenn du keinen Enyaq mehr kaufen würdest, ja, was würdest du denn stattdessen kaufen? Und die Antwort, das habe ich im Video auch schon gesagt, die ist schwierig, weil momentan ist der Enyaq mit den Sachen, die mir wichtig sind, relativ konkurrenzlos. Also wenn wir gerade jetzt wirklich von viel Stauraum, Ladevolumen am Kofferraum sprechen, vom Interieur-Design, ja, dann wird das eng. Wenn man die Bedürfnisse ein bisschen weiter aufmacht, dann könnte natürlich ein Tesla Model Y eine Alternative sein. Mir persönlich gefällt er halt im Cockpit nicht so ganz, aber er hat hinten schön viel Stauraum und eine große Heckklappe. Eine andere Alternative könnte ein Polestar 3 sein. Aber der Polestar 3, der liegt preislich in der Schweiz bei über 100.000 Franken und dann habe ich noch nichts konfiguriert. Ja, ein Tesla Model Y ist da schon deutlich näher an einem Skoda Enyaq. Ja, und dann wird die Luft auch schon etwas dünner. Die meisten Autos haben deutlich weniger Ladevolumen oder mir gefällt halt oftmals das Cockpit nicht. Von daher, ja, es ist nicht einfach, eine Alternative zum Skoda Enyaq zu finden, wenn einem das wichtig ist, was mir wichtig ist. Eine Frage, die mir mehrmals per E-Mail gestellt wurde, die bezieht sich auf den blauen Rekuperationsbalken im Cockpit, der anzeigt, wie viel das Auto rekuperiert. Und da war die Frage, seit dem Update ME3 ist der bei mir eingeschränkt und hat so einen kleinen grauen Anteil. Warum ist das so? Nun, das wird nichts mit dem Update zu tun haben. Das haben alle Enyaqs im Winter. Da ist halt auch die Rekuperationsleistung eingeschränkt. Ihr kennt es vielleicht von dem grünen Balken für die Leistung. Die ist auch manchmal eingeschränkt, zum Beispiel wenn der State of Charge sehr niedrig ist oder der blaue Balken ist eingeschränkt, wenn ihr auf 100% geladen habt. Und das liegt im Winter einfach daran, dass die Batterie kalt ist. Und ganz vereinfacht gesprochen ist es der Batterie erstmal egal, ob sie lädt oder entlädt. Für sie ist nur wichtig, ob sie mit einem Strom beaufschlagt wird. Und dementsprechend bei kalter Batterie wird auch die Rekuperationsleistung eingeschränkt, weil die geht in diesem Auto bis ungefähr 150 Kilowatt. So viel leistet der Heckmotor. Der Enyaq rekuperiert nur mit dem Heckmotor. Gibt es auch Videos hier auf dem Kanal zu. Und das kann mitunter, wenn der Batterie richtig kalt ist, einfach zu viel sein. Denkt einfach an das Laden am Schnelllader, wenn der Batterie kalt ist, kommen da auch nur 80, 90 Kilowatt und nicht die 140, 150. Und das ist hier genau der gleiche Effekt. Hat also prinzipiell nichts mit dem Update zu tun, sondern einfach mit der Temperatur eurer Batterie. Ich hatte im Video gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass die Höhe direkt auf der Karte angezeigt wird, so wie es in anderen Skodas auch der Fall ist. Habe aber auch dazu gesagt, dass es als Umgehungslösung ein Widget gibt, wo man die Höhe einblenden kann. Da kam auch mehrmals die Frage, ja, welches Widget ist das denn? Wie kann ich das denn einstellen? Und das zeige ich euch kurz, indem ihr einfach hier auf eurem Display ein leeres Feld sucht. Ich habe das jetzt einfach mal hier mit einer leeren Ansicht gemacht, in die Widget-Auswahl geht und die 2x2-Navigation hinzufügt. In dem ersten Tab seht ihr dann einen Kompass und wenn ihr dann weiterblättert, dann seht ihr hier die Geoposition und die Höhe. Für mich ist das, wie gesagt, nicht die komfortable Lösung, weil A, braucht das Widget für das, was es an Infos darstellt. Ich blende nochmal drauf, sehr viel Platz. Also das braucht für mich kein 2x2-Widget. Das könnte auch ein sogenanntes 1x1-Widget sein. Ihr erinnert euch vielleicht auch an die Kritik rund um dieses Raster. Und auf der anderen Seite eben, ich brauche ein eigenes Widget dafür und habe es nicht auf der Karte. Aber wer das haben will, so kommt ihr an diese Daten. Eine andere Frage, das war die nach dem Traction Mode. Ich habe eben schon kurz drüber gesprochen. Wo bleibt dieser? Warum kam der mit der ME3 nicht? Gemeint ist hier in den Fahrprofilen ein weiterer Modus, der normalerweise hier liegen würde, genannt Traction, und der ist halt mit der ME3 nicht mitgekommen bei den Allradfahrzeugen. Warum wir den nicht bekommen, das weiß ich nicht genau. Ich habe es versucht rauszufinden, aber es ist wohl relativ schwierig, den in alte Fahrzeuge nachzurüsten. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Vielleicht liegt es an dem Steuergerät dafür, dass das nicht updatefähig ist oder nicht die Rechnerleistung hat oder ich weiß es nicht. Ja, sieht für uns mit alten Enyaqs eher schlecht aus. Sehr schade. Das ist alles, was ich euch dazu aktuell mit auf den Weg geben kann. Mit dem Software-Update auf die 3.0 haben auch alte Enyaqs den Shop bekommen. Neue Enyaqs, die 3.0, 3.1, 3.2 haben, kennen den sowieso schon.
und es sind auch erste Funktionen in dem Shop verfügbar gewesen. Der war auch schon vorher da gab es diesen Škoda Connect Shop aber nur auf der Webseite von Škoda. Jetzt gibt es ihn auch im Auto und gelegentlich wurde auch die Frage gestellt, was ich von diesem Shop halte, oftmals mit dem Zusatz, dass das nicht korrekt ist, dass man hier bezahlen muss für Funktionen. Meine Meinung? Es ist okay, wenn ein Hersteller für neue Funktionen Geld nimmt, aber ich verweise auf den Anfang des Videos. Er muss das klar kommunizieren, dass er das in Zukunft so machen wird. Und dann habe ich kein Problem damit, wenn er 29 Franken für 6 zusätzliche Ambient Light Lichtfarben nimmt. Oder wenn er Funktionen, die ich beim Kauf nicht dazu genommen habe, mir nachträglich im Shop anbietet, wie beispielsweise schnellere Ladeleistung oder sonst was. Wichtig auch hier wieder klare Kommunikation und, was mir persönlich wichtig ist, dass er im Shop keine Bugfixes und Problembehebungen gegen Geld anbietet und das macht Škoda de facto nicht. Und dass er mich nicht zwingt, etwas kaufen zu müssen, damit das Auto funktioniert. Solange Škoda das nicht macht, bin ich vollkommen einverstanden dafür, wenn sie für Zusatzfunktionen Geld nehmen. Aber natürlich finde auch ich es schön, wenn wir mit dem Update Funktionen gratis bekommen. In diesem dritten und letzten Kapitel hier gehe ich noch ein bisschen auf die Performance des Review-Videos ein, weil das ist auch bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist aber, was dann zusätzlich passiert ist. Gleich vorweg, das Review-Video war das mit Abstand erfolgreichste Video, das ich je gemacht habe bis jetzt. Ich blende euch jetzt hier einfach ein paar Statistiken ein, die sind von meinem YouTube Studio Dashboard, dann könnt ihr das auch sehen. Die Aufrufzahlen habe ich nach 10 Tagen, die das Video online war, einfach mal aufgeschrieben und das sind 27.000 Aufrufe. Das ist 4,4 mal so viel wie sonst bei meinen Videos. Und ich hatte über 21.000 einzelne Zuschauer. Das heißt, die Reichweite ist schon enorm. 30% der Zuschauer haben den Kanal abonniert und 70%, die das Video gesehen haben, die haben gar kein Abo. 310 Kommentare sind mittlerweile unter dem Video. Apropos Kommentare, bei der Menge an Kommentaren seht es mir bitte nach, dass ich nicht mehr jedem einzelnen von euch geantwortet habe, so wie das sonst üblich ist hier auf dem Kanal. Es war einfach schlichtweg zu viel, darum habe ich nur auf bestimmte Kommentare reagiert. Was ich euch hier aber definitiv garantieren kann, ich habe jeden einzelnen Kommentar gründlich gelesen, habe mir eure Kritik, euer Feedback auch aufgenommen, aufgeschrieben und gebündelt, damit ich das bei Gelegenheit auch mit Škoda nochmal besprechen kann. Mit Škoda besprechen? Was ist denn jetzt los? Nun, der ein oder andere von euch weiß, dass ich auf LinkedIn bin. In Deutschland nutzt man, glaube ich, mehrheitlich Xing, also diese sozialen Netzwerke für Business. Und ab und zu poste ich noch auf LinkedIn. Auch das habe ich gemeinsam mit Twitter eingestellt, weil ich dafür keine Zeit habe. Aber beim Review-Video habe ich mir gedacht, hey, das postest du da nochmal als Beitrag, weil ich kann da ja dann auch entsprechend Leute und Firmen erwähnen und darauf hinweisen. Und ich blende euch jetzt hier etwas ein unter dem Video. Da gibt es nämlich einen ganz auffälligen Kommentar. Dieser Kommentar ist von Klaus Zellmer und der ist CEO von Škoda. Und ich höre euch jetzt schon sagen, ja, das hat sein Social-Media-Team drunter geschrieben, um dich zu beruhigen. Stimmt aber nicht. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass er das selber geschrieben hat. Der Kommentar ist übrigens an einem Samstagmorgen geschrieben worden. Und was da drin steht, stimmt. Ich habe mittlerweile auch schon von Škoda ein E-Mail bekommen, dass sie das jetzt koordinieren, dass ich mich mit Klaus Zellmer treffen werde. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung uns als Community gegenüber und dafür bin ich wirklich dankbar. Was ich euch auch sagen kann hinsichtlich der Aufmerksamkeit, jede Menge Leute bei Škoda haben dieses Video gesehen und es wurde viel darüber diskutiert. Klar ist das schön, wenn man so eine Reaktion von Škoda bekommt. Wenngleich natürlich auch einige von euch gesagt haben, ja, was hätte denn ein Klaus Zellmer sonst schreiben sollen? Soll ich euch das sagen? Gar nichts. Er hätte einfach nicht reagieren müssen, doch er hat es getan und das rechne ich ihm jetzt schon hoch an und von daher freue ich mich unglaublich auf diesen Austausch. Gleichzeitig stellt sich aber ja auch vielleicht für euch jetzt die Frage, wie geht es weiter hier auf dem Kanal?
Insbesondere, wenn du ein neuer Abonnent bist, denn das Review hat sehr viele neue Abonnenten gebracht. Vorab vielleicht die Info. Bei mir gibt es nur dann ein Video, wenn ich auch etwas habe, worüber es sich lohnt, ein Video zu machen. Also hier kommt nicht einfach zweimal die Woche irgendein Video. Und dementsprechend ist auch das hier das letzte Video für 2022. Ich habe noch jede Menge neue Ideen und teilweise sind die auch schon als Skript ausgearbeitet, aber das werde ich alles erst nächstes Jahr angehen. Denn die jetzt kommende Weihnachtszeit, die möchte ich mit meiner Frau fernab von YouTube verbringen. An der Stelle möchte ich auch jedem von euch nochmal danken, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr diesen Kanal abonniert habt, dass wir das hier gemeinsam möglich gemacht haben und dass wir so weit gekommen sind. Das ist schon etwas sehr Besonderes. Das ist auch für Skoda etwas Besonderes, denn dieser Kanal, der wurde auch dort schon mehrfach lobend erwähnt. Daher mein ganz herzlicher Dank an euch, an uns alle, dass wir das erreicht haben. Und jetzt wünsche ich auch dir frohe Festtage, eine entspannte Zeit im Kreise deiner Liebsten und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, bleib energiegeladen.